Zunächst einmal sind die Probleme Deutschlands hausgemacht. Das Problem der deutschen Industrie sind die hohen Energiepreise. Und die hohen Energiepreise haben die Ursache darin, dass wir keine sichere und günstige Energieversorgung mehr haben. Deutschland ist der Geisterfahrer in der Welt. Wir haben uns aus der Kernkraft verabschiedet, von fossilen Brennstoffen, und wir verlassen uns, Politik gemacht, jetzt gerne auf Sonne, Mond und Sterne und Wind. Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst, haben wir keine Energieversorgung. Das ist unser Hauptproblem. Wir haben Flatterstrom und das Ganze ist enorm teuer, warum unsere deutsche Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das Ganze ist Politik gemacht. Das ist eine grün-woke linke Politik, umgesetzt von der CDU im Übrigen, die für mich keine konservative Partei mehr ist, sondern eine linke, grüne Partei. Angela Merkel ist auch aus meiner Sicht die erste grüne Kanzlerin gewesen. Sie war keine konservative Kanzlerin der CDU und dementsprechend sind wir in diesem Desaster. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, das kommt ja noch obendrauf. Europa repräsentiert von der Europäischen Union, von einer korrupten Ursula von der Leyen. Schauen Sie, warum ich das sage, ist, diese Leute wirtschaften nur in ihr eigenes Portemonnaie. Sie sind unehrlich, sie belügen die Bevölkerung, sie schädigen unsere Wirtschaft, sie schädigen die europäischen Staaten, allen voran Ungarn. Was wird mit Ungarn gemacht? Ungarn macht als einziges Land unter Viktor Orban seinen Job zur Grenzsicherung und wird bestraft mit 1 Milliarde von der Europäischen Union. Also man macht den Job und wird dafür bestraft. Also da kann ich einfach nur sagen, die Europäische Union ist kaputt. Und dieser Deal ist kein Deal für die Europäische Union. Es ist ein Deal für Donald Trump, der die Europäische Union von der Leyen voll über den Tisch gezogen hat. Ich meine, was ist das? Wir sollen 15% Zölle zahlen. Für was? Also 0% Zölle. Das wäre genau das Richtige. Wir brauchen einen freien Binnenmarkt, und Zölle schädigen die Industrie, das ist doch völlig klar. Und jetzt müssen wir noch US-amerikanische Waffen kaufen. Also das heißt, wir bezahlen mit unserem Steuergeld, mit einem europäischen Steuergeld, um amerikanische Waffen zu kaufen für einen Krieg in der Ukraine, den wir alle nicht wollen. Es ist absurd. Und die Europäische Union ist schwach, und das ist das, was es letztendlich zeigt. Wir alle müssen raus aus der Europäischen Union, weil die Europäische Union die Nationalstaaten nicht mehr repräsentiert und auch nicht den Souverän, das Volk. Und dementsprechend ist das Ganze abgewirtschaftet, und das, was dort gemacht wurde, entspricht nicht dem Willen der Bevölkerung der Europäischen. Und ich kann einfach nur gratulieren. Ungarn macht es deutlich besser. Viktor Orban zeigt genau auf, wie vernünftige Politik geht gegen die Europäische Union für die ungarische Bevölkerung. Wie sieht die Zukunft die deutsche Autoindustrie aus? Die deutsche Autoindustrie wird kaputt gemacht, und die deutsche Autoindustrie wird aus Europa kaputt gemacht. Die Europäische Union hat bereits im Jahr 2018 eine Flottenbegrenzung beschlossen. Das heißt, dass eigentlich die Abgasbestimmungen auf neue Flotten so niedrig waren, dass sogenannte Combustion Engine, also Verbrennermotoren, so gut wie ausgeschlossen waren. Das ist das de facto Verbrennerverbot gewesen. Und alle schlechten Regeln kommen aus der EU. Und ich muss Ihnen einfach sagen, wir brauchen freie Märkte, wir brauchen freie Konsumenten. Das habe ich dort auch geschrieben, was Sie eben vorgelesen haben. Danke, dankenswerterweise. Wir brauchen freie Bürger. Jeder soll frei entscheiden können, was er einkauft. Und jedes Unternehmen soll frei entscheiden können, was es produziert. Die Europäische Union ist ein bürokratischer Laden von Bürokraten, die niemand braucht, die überall nur stören, die überbezahlt sind und die überall Vorschriften produzieren, die niemand haben will. Und hier muss ich auch ganz klar sagen, ist Viktor Orban hier, Ungarn, der Einzige, der ganz klar aufsteht und sagt, hey, nicht mit uns. Und Politik für die Bevölkerung, für die ungarische Bevölkerung, die bei uns an erster Stelle steht. Und das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland jetzt eine Regierung, die zutiefst instabil ist, auch eine CDU-Regierung.
die Politik gegen die Bevölkerung macht. Die Bevölkerung wird angelogen, es wird genau das Gegenteil gemacht, was man versprochen hat. Und wie der Zufall so will, ist von der Leyen genau in derselben Partei wie Friedrich Merz, nämlich der CDU. Und wenn Sie mit solchen Leuten Deals machen und Geschäfte machen, dann wissen Sie, dass Sie auf der Verliererseite sind, weil diese Leute nur für sich selbst Geschäfte machen. Ein Beispiel, der Pfizer-Deal von Ursula von der Leyen. Per SMS Milliarden-Deals abgeschlossen. Ich will mal gerne wissen, wo da die ganzen Kommissionen hingegangen sind, wer da eigentlich abkassiert hat. Und ich glaube, das müsste man mal sehr genau untersuchen, wie sich diese Leute die Taschen voll gemacht haben, sich weiterhin die Taschen voll machen. Und ich glaube auch, dass was im Hintergrund gelaufen ist, dass diese Leute sich vorher sehr genau darüber Gedanken gemacht haben, hey, so ein Deal mit den USA gegen die eigene Bevölkerung, das lassen wir uns gut bezahlen.